Aus Anlass des heutigen Tages des offenen Denkmals im Jahre 2021 begrüße ich Sie im Namen des Heimatkreises Lang ganz herzlich. Mein Name ist Franz Josef Jürgens und ich werde Ihnen unter dem diesjährigen Motto des Denkmaltages Sein und Schein in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege aus gegebenem Anlass einiges zur Geschichte des romanischen Kirchturms an St. Stephanus in Langlatum vortragen. Bereits im 12. Jahrhundert errichtet, gilt er bis heute als einer der stattlichsten im Rheinland und in der südlichen Hälfte des Regierungsbezirks Düsseldorf. So Paul Klemmen schon im Jahre 1896. Durch Forschungen des Heimatkreises wissen wir gesichert, dass es schon vor der Errichtung von Turm und Kirche im 12. Jahrhundert eine Vorgängerkirche und vielleicht auch einen Vorgängerturm gab. Von außen betrachtet verkörpert der Turm trotz vieler über die Jahrhunderte behobener Schäden, Reparaturen, Renovierungen immer noch die reine Romantik. Unser Kirchturm ist sechsstöckig und leicht verjüngt. Im 2. und 3. Stockwerk sehen wir rundbogige Blenden und in den beiden letzten Stockwerken, die eine unterschiedliche Höhe haben, sowie sehen wir Doppelfenster. Hinter diesen Fenstern verbergen sich die Glockenstühle. Es ist anzunehmen, dass die beiden genannten oberen Stockwerke zu einem späteren Zeitpunkt auf den unteren Turmteil aufgesetzt wurden, da Untersuchungen ergeben haben, dass das Mauerwerk hinter der Tuffsteinverkleidung aus einem anderen, minderwertigen Baumaterial besteht, als im unteren Teil des Turmes mit seiner tragenden Substanz. Es ist nicht bekannt, ob der ehemalige kleinere Kirchturm schon eine Glocke hatte. Gekrönt wird der Turm von einer achtseitigen, geschieferten, gotisierenden Haube. Wann genau dieser Dachstuhl auf den vorhandenen Turm gebaut wurde, ist nicht bekannt. Ein goldener Wetterhahn auf der Turmspitze macht den Langer Kirchturm weithin sichtbar. Der heutige äußere Zugang zum Turm auf der Ostseite wurde erst 1845 nach dem Abriss der Vorgängerkirche geschaffen. Bis dahin befand sich der Zugang auf der Westseite des Turms. Durch dieses Portal wurde dann auf der Ostseite auch die alte, 1844 niedergelegte romanische Langer Kirche betreten. Aus der Literatur ist bekannt, dass 1769 Ausbesserungen an der Turmspitze vorgenommen wurden. Weitere Reparaturen erfolgten 1801 am Kirchturm nach Schäden aufgrund eines Wirbelsturms am 9. November 1800. Auch 1803 fanden umfangreiche Arbeiten am Kirchturm statt und im Jahre 1881 wurde er renoviert. 1925 wurde das Turmdach neu eingedeckt und im Jahre 1975 erfolgte eine weitere Restaurierung. Die jüngste, umfassende Restaurierung erfolgte im Jahre 2002 durch den Langer Architekten Theo Kammann. Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass im Laufe der Jahrhunderte viele unverzeichnete Reparaturarbeiten an und im Turm stattgefunden haben. Sein solider Bestand bis heute wäre ansonsten nicht zu erklären. Nach einer kurzen Betrachtung des Kirchturms von außen wollen wir heute auch einiges aus dem Innern des Turms zeigen und berichten. Man betritt den Turm durch das neuromanische Portal auf der Ostseite. Vom nicht weiter gegliederten Erdgeschoss führen Holztreppen und Leitern bis in das Gebälk des Turmdachstuhls. Durch dieses Gebälk kann man dann bis in die enge Turmspitze klettern, wo Zimmerleute und Dachdecker ihre Zeichen und Jahreszahlen von Reparaturen hinterlassen haben. Im 3. Geschoss befindet sich ein Übergang in die Kirche und man betritt die Orgelbühne, die keinen weiteren Zugang hat.
Im 4. Geschoss gelangen wir in die vom Architekten Theo Kammernd 2002 neu eingerichtete Turmstube, wo man einiges über die Turmgeschichte und die Bauausführung erfahren kann. Auch sind verschiedene Gerätschaften, wie zum Beispiel Glockenklöppel, alte Beschläge und ein altes Turmwerk in der Turmuhr ausgestellt. Im 5. und 6. Stockwerk erreichen wir die wuchtigen, bei der Turmsanierung im Jahre 2002 neu gesicherten Glockenstühle. Die gesamte Glockenanlage wurde general überholt und alle bekannten Mängel wurden beseitigt. 1996 erklärte ein Gutachter, dass der historische Glockenturm der Lanker Pfarrkirche ein in der rheinischen Glockenlandschaft einmaliges Geläut beherbergt, welches der Proportion des Turmes gerecht wird. Das heutige Geläut von St. Stephanus besteht aus 3 Glocken: der Sebastianusglocke von 1706, der Stephanusglocke von 1780 und der Schutzengelglocke von 1927. Die Stephanusglocke wurde 1780 vom Glockengießer Rutger Vogt direkt am alten Lanker Markt im von Haagshof gegossen. Die beiden älteren Glocken müssen 1942 für Kriegszwecke abgeliefert werden. Unerwartet fand man sie in Hamburg 1947 wieder. Nach einer langen Rückreise wurden sie in einer feierlichen Prozession vom Lanker Ortsrand zum Kirchplatz gebracht und später wieder in Turm und Glockenstuhl eingebaut. Vor ihrer Elektrifizierung wurden die Glocken bekanntlich über Seile von Hand geläutet. Die Deckendurchbrüche und Seilführungen sind noch heute bis ins Erdgeschoss zu erkennen. Oberhalb des 6. Stockwerkes steigt man durch den hölzernen Dachstuhl vorbei an den Dachhäuschen, die an hohen kirchlichen Feiertagen nach außen beflaggt werden, bis in die Turmspitze. Der Lanker Kirchturm ist ein würdiges Denkmal und eine Besonderheit in der rheinischen Landschaft der Kirchtürme. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.